Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich bin die Gudrun und ich wohne hier in einem Tiny House, in meinem Tiny House hier in Waldbronn im Naturschutzgebiet. Kommt einfach gerne rein. Also hier sind wir jetzt in meinem Tiny Häuschen hier. Mein Mann ist dann gestorben vor 4 Jahren und da habe ich dann auch so überlegt, wie will ich weiter wohnen. Alleine in einer 4,5 Zimmer Wohnung ist totaler Quatsch. Ich wollte mich verkleinern und dann wurden die Pläne eigentlich konkret. Ich habe mich speziell für den Häuslebauer hier entschieden, für den Tiny House Bauer, weil der einfach sehr viel mit Holz macht. Also ich fand das sehr kreativ, sehr individuell. Ich bin sowieso so ein Holzmensch und ich denke, die Küche ist einfach ja ein Hingucker hier geworden, glaube ich. Weil es einfach eine runde Form ist und weil die Form einfach mir gefällt. Das Haus ist ja auch außen rund und das heißt einfach, ich hatte dann den Häuslebauer einfach auch gesagt, ich möchte die Küche richtig ganz rund haben. Zur Küche gibt es einfach zu sagen, dass ich ziemlich Wert drauf gelegt habe, auch, dass ich wirklich qualitativ einigermaßen gute Geräte habe, möglichst in Europa irgendwie hergestellt und gebaut und auch preislich eben teure Geräte. Aber dafür erhoffe ich mir, dass die einfach halten eine Zeit lang einfach auch. Ich habe einen Gasherd und einen Gasbackofen, den brauche ich auch. Gasbackofen ist mir wichtig, weil ich gerne auch backe und koche und Aufläufe mache. Ihr seht es hier, ich habe ziemlich wenig Platz zum Stellen einfach auch. Und für mich hat auch das Leben im Tiny House ganz klar einen Bezug dazu, dass ich mein Konsumverhalten ändere. Das heißt, ich horte nicht mehr Sachen, die ich vielleicht irgendwie erst in 3 Jahren brauche, sondern ich habe wirklich Sachen gezielt hier, die ich benutze, die ich tagtäglich brauche, ähm, und arrangiere mich im Prinzip jetzt hier, das seht ihr hier, mit diesem Platz, den ich hier einfach auch habe. Ich kann euch hier noch zeigen, also hier ist so mein Sitzplatz. Im Sommer war das jetzt so mein Sitzplatz an der Sonne, weil ich einfach hier das Fenster liebe. Mein Tisch, den habe ich extra so gewählt, weil, jetzt kommt so Tischlein deck dich und Verzauberspiel, weil ich einfach einen Tisch haben wollte, der auch variabel ist, also wo ich auch mit 3 oder 4 Leuten dran sitzen kann. Also man hat Platz auch in einem Tiny House. Und das heißt einfach, wenn Leute kommen, dann möchte ich auch wirklich hier ja, einen Tisch stecken. Deswegen habe ich mein Geschirr zum Beispiel da unten hingemacht. Das ist einfach relativ leicht, weil man wirklich einfach hier das Geschirr rausholen kann und hier einfach dann gemütlich sitzen kann. Eine wichtige Sache war, dass ich mir überlegt habe, was will ich wirklich mitnehmen. Ich habe dann wirklich eine Kiste gehabt. In einer Kiste muss das, was unbedingt mit muss. In der anderen Kiste ist das, was ich nicht mitnehme, was weg muss. Und dann gab es die Kiste in der Mitte praktisch, die Kiste, wo das weiß ich noch nicht. Also da muss ich mich einfach noch entscheiden. Vom Psychologischen her hat es einfach auch nochmal eine ganz, ganz starke Wirkung, weil man einfach auch gucken muss, oder ich habe speziell geguckt, was ist mir wichtig. Also hier gibt es sehr, sehr viele Sachen, woran mein Herz einfach hängt, die unbedingt sein mussten. Also meine Nicaragua-Sachen, das war einfach total wichtig, dass die mitkommen. Einfach Erinnerungsstücke an meine Zeit in Nicaragua, wo ich gelebt habe und gearbeitet habe. Ich bin nach meinem Studium damals nach Nicaragua gegangen, da war ich einfach eine ganz junge Frau. Das war ja 1983 und ich denke auch damals fingen schon so meine Überlegungen an. Also was brauche ich alles zum Leben? Was ist mir wichtig? Letztendlich bin ich deswegen auch hier gelandet. Die Holzsachen, die man hier so sieht, auch da hinten das Auge, das hat mein Sohn gemacht. Mein Sohn ist ein Holzbildhauer und der hat ein paar Sachen gemacht, die unbedingt mit mussten und die er mir geschenkt hat. Also den Knoten da oben zum Beispiel, den finde ich jetzt total schön, kreativ. Vielleicht platzt der irgendwann mal.
Dann halt die Fotos, also Fotos von meinem Mann und von mir, unsere Hochzeitsbilder. Das war ganz wichtig, dass die auch mitkommen und hier auch einfach, ja, dass man die sieht, dass ich die sehe einfach auch. Das ist ein Teil von mir. Ich spiele sehr gerne Spiele. Die mussten auch damals unbedingt mit. Das war was sehr Wichtiges. Das ist das Tragetuch von meinen Kindern aus Guatemala. Und so habe ich einen Vorhang hier. Ich denke, es ist schon eine Art Lebensgefühl hier. Sich mit wenig zufrieden geben. Und jetzt kommen wir einfach hier zum Schlafen. Ganz wichtiges Thema. Ich habe nämlich beschlossen, dass ich mein Bett mit einbaue hier, das ich noch hatte. Ich bin einfach in einem Alter, wo ich nicht mehr auf einer zweiten Ebene irgendwo hochkraxeln muss. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden für eine zweite Ebene. Wenn man eine zweite Ebene einbaut, dann ist in der Regel nicht mehr viel Platz nach oben. Das heißt, man muss im Liegen dann die Hose anziehen. Und aus dem Alter bin ich einfach raus, dass man im Liegen Hosen anziehen will. So wie im Zelt früher irgendwie, was man mit 18 Mal gemacht hat. Da oben hängt ein Bild, das war mir total wichtig. Das ist das Tor zum Paradies. Habe ich eigentlich schon relativ lange jetzt durch mein Leben auch geschleppt. Und das hat seinen Platz da gefunden. Hier unten am Fußende, das ist ein Bild von meinem verstorbenen Mann hier. Da wusste ich nicht richtig, das wollte ich hier nicht aufhängen, weil sonst ist er zu präsent einfach auch. Aber ich kann es auch nicht wegtun. Und so muss mein Mann einfach jetzt da unten am Bett stehen, zu Füßen. Aber es hat seinen Platz da im Moment. Hier seht ihr einen Kleiderschrank. Jetzt kommen gerade erstmal wieder die Sommersachen unters Bett und die Wintersachen kommen rein. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass ich einen Raum hatte, der war genauso groß wie mein Tiny House jetzt ist. Voll mit Büchern ringsherum um die ganzen Wände. Und das ist jetzt der Rest, den ich mitgebracht habe. Jetzt zeige ich euch einfach nochmal mein Badezimmer mit einer Schiebetür hier. Die Toilette ist eine Trenntoilette. Das heißt einfach, ich kann es euch einfach mal zeigen jetzt wirklich. Das heißt, das hinten wird kompostiert und das andere vorne, das Flüssige praktisch, fließt hier in den Abfluss rein. Ja, ist keine Wasserspülung. Das ist eine ganz Mini-Waschmaschine. Da passen jetzt nur 3 Kilogramm rein. Das heißt aber, für eine Person ist es komplett ausreichend. Ja. Der Häuslebauer hier, der mir das Haus gemacht hat, der hat hier unheimlich viele Regale eingebaut im Bad jetzt. Ich habe gedacht, der Platz füllt sich nie. Aber wenn man das dann sieht, es ist einfach wirklich alles jetzt voll geworden. Meine Dusche. Also meine Dusche ist eine super Luxusdusche. Ich finde sie total klasse. Es ist eine Regenwasserdusche und vor allen Dingen das warme Wasser kommt über die Therme hinten, über die Gastherme und funktioniert super. Und das reicht vollkommen aus vom Platz. Dann zeige ich euch jetzt noch mal meinen Technikraum, weil da bin ich ziemlich stolz drauf, von außen zugänglich. Hier habe ich die Gastherme untergebracht, eben das Gas hier, Stromzähler, Sicherungen und so weiter. Das ist jetzt so mein Außenbereich hier vom Tiny House. Das ist einfach ja, meine Sitzgelegenheit hier, wenn ich abends heimkomme von der Arbeit zum Beispiel, sitze ich dann hier. Meine Kakteen hier, mein verstorbener Mann, der hat die Kakteen selbst gezogen. Deswegen sind die mir so wichtig. Das ist so meine winterfeste Kiste für Elektrowerkzeug. Wir sind ja hier auf dem Platz inzwischen 5 Tiny Häuser. Und wir wechseln uns immer ab mit Geräten, die wir brauchen. Und Geräten, die wir einfach dann uns gegenseitig ausleihen. Also ich bin so der Fan, ich habe ganz viele Elektrosachen, also alles, was man zur Holzverarbeitung braucht.
Und dafür leihe ich mir dann halt von den anderen zum Beispiel einen Rasenmäher aus, weil ich den brauche. Wir sind alle bestens vernetzt miteinander und verstehen uns auch super gut. Also keiner von uns ist hier eigentlich alleine und das ist eigentlich ganz nette Gemeinschaft. Ja, das war die Roomtour durch mein Tiny Häuschen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und wenn ihr neugierig geworden seid, dann könnt ihr einfach hier noch weitere Folgen euch angucken. Tschüss!